Wer braucht so viel E-Mountainbike? Das Kendall Moterra LT hat einen Bosch CX Gen 5 Motor mit 800 Wattstunden Akku, dazu 170 mm Federweg an der Front, 165 mm am Heck mit Kolldämpfer. Ja, wie sich das auf den Trails schlägt, das haben wir getestet, und wenn du alles zum Rad und zu den Testeindrücken wissen willst, dann bleib auf jeden Fall dran. Kommen wir also zunächst zu den Rahmendetails. Ja, das Kendall Moterra LT aktuell nur in einem Modell verfügbar, hat einen schönen Carbonrahmen, gibt es übrigens auch noch als Trailbike-Version ohne den LT-Zusatz dann, aber dieses LT hat eben 165 mm Federweg, die von einem Viergelenker-Hinterbau, sehr klassisches System, zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten Motor Bosch CX Gen 5 ist schön integriert, der Akku sitzt hier im Unterrohr drin, kann werkzeuglos entnommen werden. Das bedeutet also, ihr braucht den Schlüssel, der mitgeliefert wird, damit eben nicht jeder an euren wertvollen Akku rankommt. Wenn ihr den aber habt, dann macht ihr einfach unten dieses Plastikcover hier ab und dann ist so ein Schnellverschluss drunter, dann könnt ihr den Akku einfach entnehmen zum Laden beispielsweise. Ihr könnt aber auch im Bike laden. Was kann man noch sagen zum Rad? Die Kabel werden sämtliche intern geführt, verlaufen hier durch diesen speziellen Acros-Steuersatz. Da sind wir nicht die allergrößten Fans von. Ich persönlich kann da keinerlei Vorteile drin erkennen, aber es verkompliziert auf jeden Fall den Service. Ansonsten hat Kendall auch hier das Proportional Response System am Rahmen angewendet, und das bedeutet einfach nur, dass über die Rahmengrößen hinweg die Kettenstrebenlänge quasi mit dem Reach mitwächst. Alle Details dazu dann gleich, wenn es um die Geometrie geht. Ich kann aber schon vorwegnehmen, den allergrößten Unterschied macht es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ansonsten sind alle modernen Features am Start, die man sich so wünscht. Hier ist Platz für einen Flaschenhalter, sogar für einen Bosch Range Extender, falls euch die 800 Wattstunden, mit denen das Rad ausgeliefert wird, nicht reichen sollten. Ja, es gibt Schoner am Hinterbau, die den Lack und so weiter vor den Schlägen der Kette schützen und vor allem das Rad angenehm leise halten sollen. Ein paar Worte möchte ich auf jeden Fall noch zu dem Bosch Batterie- und Motorsystem verlieren. Ich habe schon einiges gesagt, Bosch CX Gen 5 mittlerweile. Ziemlich verbreitetes System, muss man nicht allzu sehr ins Detail gehen. Man kann auf jeden Fall sagen, statt dem 800 Wattstunden Akku könnte man auch einen 600 Wattstunden Akku verbauen, habe ich gelesen, um dann Gewicht zu sparen, ungefähr 1 Kilo wohl. Allerdings verliert man natürlich auch deutlich an Reichweite. Andererseits, wer in die andere Richtung gehen möchte, habe ich schon gesagt, kann den Range Extender auf dem Oberrohr montieren. Der hat 250 Wattstunden, ergibt dann maximal 1050 Wattstunden da. Kann man auf jeden Fall einige Berge mit erklimmen. Und eine ganz interessante Geschichte ist noch, es gibt kein so ein großes Kiox-Display mit dem Rad dazu, sondern nur diese kleinen LEDs im Oberrohr. Über die Lenkerfernbedienung, die übliche, kann man die Modi verstellen, kriegt dann eben über die Farbe der LED gesagt, in welchem der 4 Modi man ist. Über den Batteriezustand wird man über diese 5 LED-Balken informiert, die allerdings nochmal quasi in Türkis oder in Weiß leuchten können. Das heißt eigentlich 10% Schritte kriegt man angezeigt. Das ist detailliert genug. An sich bin ich auch ein Fan davon. Ich möchte eigentlich kein zusätzliches großes Display am Lenker haben, aber ich kann schon so zu den Testeindrücken so ein bisschen vorwegnehmen, dass mich persönlich ziemlich stört, dass Bosch da keinerlei Schnittstellen zu üblichen Fahrradcomputerherstellern anbietet, also zu Garmin, oder ich habe jetzt hier einen Hammerhead am Lenker, da gibt es keine Verbindung. Das heißt, ja, kann man sich keinerlei Leistungsdaten oder irgendwie größere Details über das Motorsystem anzeigen lassen. Stattdessen gibt es eine Bosch-App, die ich jetzt persönlich eigentlich nicht wirklich nutzen konnte für meine Zwecke. Ich finde sie auch unnötig, weil es gibt schon 1000 Anbieter dafür. Warum macht Bosch da nicht einfach die Schnittstellen offen? Also für mich wirklich ein großer Kritikpunkt, der aber nicht nur um dieses Rad sich dreht, sondern eben ganz allgemein an Bosch. Aber wie gesagt, es ist ein verbreitetes System. Vielleicht bin ich ja auch der Einzige, der sich da mehr Offenheit wünschen würde. Kommen wir als nächstes zur Geometrie. Und dafür, weil ich keine Lust habe, mir so viele Werte zu merken, habe ich einen Spickzettel. Ich muss erstmal eine Brille aufsetzen. Ja, so. Okay, es gibt 4 Größen von S bis XL, kann ich verraten, mit Reach-Werten von 425 bis 510 mm. Ich habe das Rad in Größe L getestet. Ich bin 1,83 Meter groß, das weiß ich auswendig. Und damit hat es 475 mm Reach, was so ziemlich mein persönlicher Sweet Spot ist. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Dazu auf jeden Fall nennenswert sehr hohe Stack-Werte über, also hier vorne die Höhe vom Steuerrohr, über alle Größen hinweg. 64 Grad Lenkwinkel, außerdem immer ein steiler Sitzwinkel von 77
27,5 Grad effektiv. Das ist auf jeden Fall ja, moderner, nicht zu extremer Wert für ein E-Bike, aber auf jeden Fall nennenswert steil. Und das Tretlager ist um 15 mm gegenüber die Hinterradachse abgesenkt, also auch eher auf der tiefen Seite. Und wir hatten es schon gesagt, Proportional Response nennt Cannondale es. Die Kettenstreben sind in Größe S und M 445 mm lang und in L und XL 450 mm. Das ist also 5 mm Differenz. Das ist nicht die Welt und es liegt vermutlich daran, dass das ist exakt derselbe Hinterbau, es sind quasi dieselben Teile, nur der Hauptdrehpunkt wird eben 5 mm am Rahmen vor- oder zurückgelegt. Da hat man wahrscheinlich nicht unendlich viel Spielraum, weil ja auch der Motor dort aufgenommen werden muss. Deswegen vermute ich mal, sind es nur diese 5 mm. Wird jetzt irgendwie die Suppe nicht fett machen und es gibt keinerlei Flipchips, also alles bleibt so, wie es ist. An der Geometrie wird nichts verstellt. Bevor es dann jetzt so wirklich ans Eingemachte geht, sollten wir noch über die Ausstattung reden. Ich habe es schon gesagt, es gibt nur dieses eine einzige Modell vom Moterra LT, kostet 7.399 €, was jetzt nicht wenig Geld ist. Es ist eine Mittelklasse-Ausstattung, kann man zusammenfassend sagen, aber ich finde, dass Cannondale hier einen echt guten Job gemacht hat, die einfach sinnvoll auszuwählen. Also wir haben hier ein Fox Performance Fahrwerk, also nicht die High-End Factory Version, sondern so, ja, hab's gesagt, Mittelklasse, vorne eine 38 mit der Grip-Kartusche ist vielleicht ein minimaler Kritikpunkt, da würde man von der Grip X2 vielleicht in so einem performanten, auf die Abfahrt ausgerichteten E-Bike ein bisschen profitieren, aber ansonsten funktioniert die auf jeden Fall auch gut. Dazu der passende Performance DHX Stahlfederdämpfer mit einem Lockout, falls man es braucht. SRAM Eagle 90 Antrieb, also mechanisch, sehr zuverlässig mit so einem One-Click-Shifter, dass man halt nicht, also man kann quasi nur einen Gang pro Klick schalten, dass man nicht unter Volllast die Kette hinten über die Kassette drüber reißt und die Zähne durchs Gebüsch fliegen. Und ansonsten, ja, ein bisschen auffällig würde ich sagen, sind die TRP-Bremsen. Die sind nämlich im Aftermarket tatsächlich ziemlich teuer. Wirkt wie ein sehr hochwertiges Stück Kit an diesem Fahrrad, aber funktionieren auch sehr gut. DT Swiss Alulaufräder spezifisch für den E-Bike-Einsatz. Dazu an der Front ein Schwalbe Shredder-Reifen, hinten eigentlich ein Schwalbe Albert, auch in Gravity-Karkasse, also relativ dicke Karkasse, Radialversion. Den habe ich, wie man sieht, getauscht gegen einen Shredder Rear auch. Grund ist, ich habe das Fahrrad kurz vor Weihnachten ursprünglich bekommen, auch wenn jetzt schon früher ist und es sehr sommerlich geworden ist. Und es hat besser zu den nassen Trails und vor allem zu den nassen Uphills besser gepasst. Ansonsten gilt es noch zu sagen, ein Alu-Cockpit aus dem Hause Cannondale selbst und auch die Stütze, die hydraulische Vario-Sattelstütze ist von Cannondale, hat aber problemlos funktioniert im Test. Alright, ich würde sagen, wir haben genug um den heißen Brei herum geredet. Kommen wir jetzt mal wirklich zu den Testeindrücken von der Maschine. Ich habe es gesagt, ich habe es vor Weihnachten bekommen. Ihr könnt euch vielleicht alle noch erinnern, es war ein recht nasser, teilweise verschneiter Winter. Ich konnte aber viel fahren, aber eben häufig auf sehr feuchten Trails, deswegen eben die Änderung auf den griffigen Shredder Rear Reifen, was ich im Winter absolut empfehlen würde. Da war mir der Albert auf jeden Fall ein bisschen zu wenig. Generell diese Kombination aus sehr griffigen Vorderreifen, schnell rollendem Hinterreifen macht meines Erachtens mehr Sinn am Biobike. Am E-Bike im Winter würde ich echt die Kombi nehmen und für den Sommer vielleicht sowas wie einen Magic Mary oder irgend sowas. Der Albert wäre jetzt nicht so meine erste Wahl als E-Bike-Reifen, aber das ist nur wirklich eine kleine Kritik. Ansonsten ist eine 450er Feder verbaut, die auch für meine 83 Kilo empfohlen ist. Die war mir aber zu weich, hat damit so 35% Säck, was echt schon auch drüber über der Empfehlung ist. Man muss auf jeden Fall beachten, dass die Stahlfedern auch immer eine recht große Toleranz haben, was viele nicht wissen. Also die können sehr stark abweichen. Ist möglich, dass es hier der Fall war. Ich bin es dann trotzdem mal gefahren und konnte da schon feststellen, dass der Hinterbau echt viel Gegenhalt am Ende bietet. Also ist mir auch damit eigentlich nicht so richtig durchgeschlagen. War mir aber zu träge. Dann noch ist das Rad halt relativ schwer mit über 25 Kilo. Hat mir zu sehr am Boden geklebt mit dem weichen Fahrwerk und deswegen bin ich dann auf eine 500er Feder gegangen. Die hat auf jeden Fall deutlich besser gepasst. Ich habe mich insgesamt sehr schnell wohlgefühlt. Das liegt auch an dem hohen Stack. Das ist eben eine Präferenz. Eines der wenigen Testbikes, wo ich nicht am Lenker höher gehen muss, sondern es hat eigentlich perfekt gepasst. Man sitzt sehr zentriert im Rad. Ich war auch relativ überrascht von den guten Uphill-Eigenschaften. Ich meine, die Kettenstreben sind mit 450 mm jetzt nicht gerade kurz. Für moderne Zeiten ist auch nicht ultra lang. Auf, ich sag mal, moderaten Trailanstiegen sitzt man sehr schön drin, entspannt. Der Bosch-Motor pusht gut, jedenfalls wenn man in die App geht und das volle Drehmoment freischaltet. Das kann ich echt empfehlen, wer Bock auf technische Anstiege hat. Das macht einen signifikanten Unterschied. Dann ist es echt ein guter Kletterer und ich habe während der Foto- und Videosession, wo ich dann teilweise so diesen fast schon Downhill-Trail, wo ich unterwegs war, wieder hochgefahren bin, merken können, dass es echt in technischem Gelände auch gut geht. Dann merkt man den hohen
hohen Stack schon ziemlich. Also ich musste dann Sattel recht weit runter machen, mich stark nach vorne lehnen. Bin aber Sachen hochgekommen, an denen ich bisher häufig gescheitert bin. Also ich würde sagen, es ist ein erstaunlich guter Kletterer, aber es glänzt natürlich vor allem im Downhill. Und da muss man sagen, das Fahrwerk spricht sensibel an, es ist gut ausbalanciert. Ich finde, Gabel und Heck passen gut zueinander. Minimaler Kritikpunkt vielleicht die Grip-Kartusche in der Gabel. Die ist auf jeden Fall sensibel, taucht man schon ein bisschen zu sehr ein. Da merkt man dann schon, so eine Grip X2 hat auf jeden Fall mehr Gegenhalt, aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Und ich habe es gesagt, der Hinterbau bietet viel Gegenhalt, schon relativ früh auch. Also er hat so eine schöne Plattform, gegen die man pushen kann. Wer Bock hat, aggressiv zu fahren, der ist hier echt bestens beraten. Das ganze Paket, auch die Steifigkeit. Es fühlt sich jetzt nicht super weich an, aber auch nicht harsch. Also ich finde, da hat Kendall wirklich einen guten Mittelweg einfach getroffen. Ja, es ist auf jeden Fall ein schwerer Bock. Ich persönlich finde auch manchmal, man kann an einem E-Bike ein bisschen weniger Federweg fahren. Deswegen war ich gespannt, wie ich damit zurechtkommen würde und muss sagen, ja, für so ein E-Enduro-Bike, ich will jetzt nicht gerade sagen, dass es sich jetzt flink fährt, das wäre sicherlich übertrieben, aber dadurch, dass der Hinterbau so gut Gegenhalt hat und man so zentriert drin steht, kann man wirklich, wenn man entsprechend Kraft aufwendet, sehr aktiv fahren auf jeden Fall, kann gut pushen, Geschwindigkeit auf dem Boden generieren. Da hatte ich auf jeden Fall echt einen mordsmäßigen Spaß. Ich bin eine große Variation an Trails gefahren, von echt engen Single-Trails, teilweise auch richtig steil, wo man viel auf der Bremse steht. Da hat sich auch bewährt, hat nicht irgendwie zu viel gestempelt oder irgendwas. Im Gegenteil, ich würde sagen, sehr neutral einfach. Auch da im Steilen profitiert man sehr von der hohen Front im tiefen Tretlager. Aber auch flache Trails. Wo es jetzt nicht zu meinen Lieblingsbikes gehört hat, waren so Sachen, wo man einfach schnell daherrollt, über 25 km/h, man kriegt keinen Support mehr vom Motor, muss so viel pushen und dann merkt man einfach, es ist schweres Bike, viel Bike. Da habe ich mich teilweise, auch mit den Reifen, habe ich mir natürlich keinen Gefallen getan. Shredder Front and Rear, super griffige Kombi, aber leicht rollend jetzt nur wirklich nicht. Also da darf man jetzt nicht erwarten, da hier irgendwie ein flinkes Trailbike zu bekommen, aber das ist, glaube ich, auch jedem klar. Die Präferenz sind schon eher harte Enduro-Trails und am besten Gefälle, und zwar bergauf wie bergab. Einfach straight hoch, sich durch den Dreck wühlen, oben umdrehen und wieder runter. Das kann es wirklich richtig gut und fährt sich dabei super ausbalanciert. Kommen wir also zum Fazit, dann kann ich auf jeden Fall sagen, ja, ein echt starkes E-Enduro-Bike, wenig Kritikpunkte meinerseits, eine gelungene Ausstattung, ja, kleiner Kritikpunkt bleibt, ich hätte gerne die Konnektivität von Bosch auf jeden Fall, aber das muss jeder selber wissen, ob man das überhaupt nutzen würde. Viele Leute wollen ja solche Daten noch überhaupt nicht. Ansonsten echt absolute Stärke, steiles, technisches Gelände, wo man es richtig laufen lassen kann, wo man Gefälle hat und auch gerne mal Sprünge, auch im Bikepark-Einsatz hätte ich überhaupt keine Bedenken mit dem Rad. Der Hinterbau performt da wirklich hervorragend. Und ja, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen oder Kommentare habt, dann postet ihr auf jeden Fall hier unten rein. Wir verlinken euch auch unten in der Beschreibung den Artikel, wo ihr alle Details nochmal genauer quasi nachlesen könnt. Ist ja in so einem Video nicht immer ganz easy, alles mitzunehmen. Deswegen schaut da auf jeden Fall rein, wenn es euch interessiert. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.